Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns heute wieder auf meinem Main, denn dort wollen wir heute schauen, dass wir noch weitere Verbesserungen reinholen für mein Equipment und ja, wir eventuell sogar dieses Wochenende das komplette Equipment auf 20 maxen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, obwohl ich sehe gerade hier, warte mal, war das nicht gestern, hatte ich nicht gesagt, die komplette rechte Seite war auf 20 schon? Habe ich hier den Gürtel übersehen? Das sehe ich jetzt gerade erst, dass mir hier noch der Gürtel fehlt noch hier irgendwie. Ja, ja gut, dann haben wir noch ein Item mehr auf der Agenda. Ja, ich habe noch mal ein paar, ja, mir noch mal eine kleine Pilzkarre aufgeladen hier und wir werden schauen, dass wir heute auch wieder hier ein paar Epics, ja, zum Zerlegen bekommen, beziehungsweise auch zum Opfern für die Toilette. Und wir fangen mal an mit den Items, die mir am wenigsten bringen. Das sind die beiden hier von den Kristallen her. Deswegen schmeißen wir das auch mal rein. So, und schmeißen das gleich hinterher. 252 ist die Klo-Aura nun. Und jetzt werden wir versuchen, noch ein paar Epics mir hier aus dem Shop zu ergaunern, denn das wird auch nicht reichen, wenn wir ja morgen auch nochmal zerlegen wollen und uns dann noch ein paar Epics für die kommenden Tage aufbewahren. Ne? Deswegen würde ich sagen, let's go, starten wir direkt rein und holen uns mal noch ein paar Epics. Ich mache mal hier die normalen Items irgendwie nach unten, damit das hier so ein bisschen sortierter ist. Dann haben wir hier einen besseren Überblick, wie viele Epics wir tatsächlich schon haben. Ja. Was noch ganz interessant wäre, wenn hier schon die Anzeige direkt im Shop wäre, wie viel Kristalle dieses Item hier geben könnte, weil das sehen wir jetzt nämlich gar nicht. Erst wenn wir es gekauft haben, sehen wir, okay, das bringt 56k und hier dahinter haben wir schon direkt das nächste Item, das ist natürlich relativ lucky und ja, das wäre noch ganz nützlich, aber gut, man kann ja die Kristalle von den Items ja sowieso ein wenig, wie soll ich sagen, anpassen. Ich weiß nicht, wer von euch das vielleicht noch kennt, aber früher, als wir auch noch Ressourcen brauchten, da haben wir das ja mit dem Aussehen ändern gemacht. Es gab mal so eine Liste, wo man bestimmte Items in andere umwandeln konnte, vom Aussehen her. Und die haben dann mehr, beziehungsweise haben dann die maximale Kristallanzahl gebracht, weil das geht tatsächlich auch ein wenig nach dem Aussehen der Items, was vielleicht manche so gar nicht auf dem Schirm haben. Ja, hätte ich jetzt auch machen können, die Tage. Ich muss allerdings sagen, ey, wir sind hier eh so nah am Ziel. Ich brauche jetzt nicht noch unbedingt für jedes Epic hier Aussehen ändern, noch 10 Pilze verbraten irgendwie. Ich ziehe das Zeug jetzt schnell noch auf 20 hoch und danach ist sowieso Feierabend mit den Epics erstmal zerlegen. Ne, das hatte ich ja gestern schon gesagt, dass wir danach dann auf jeden Fall dann erstmal good to go sind. So, dann werden wir mal schauen, ob wir hier ein paar gute Items dabei haben, die wir auch zerlegen können. Ja, jetzt wir nehmen mal die Handschuhe hier. Also alles, was ein Item ist, über 50k, nehmen wir auf jeden Fall mit. Also falls wir hier eine Waffe über 100k haben, dann können wir die auch gut zerlegen. Alles andere darunter ist mir ein bisschen zu wenig. Hier schon die Waffe hier, das wären auf ein Item wären das 30k Kristalle gewesen. Also ja, das möchte ich nicht unbedingt nutzen dafür. Ja, die Items sind jetzt nicht unbedingt alle so ergiebig, was Kristalle anbelangt. Dann nehmen wir einfach die hier noch am meisten bringen. So, dann nehmen wir noch das hier. Zack, und dann, ja, blättern wir mal noch ein bisschen weiter, weil wir brauchen ja sowieso noch ein paar Items für die folgenden Tage für die Toilette. Ja. So, die neuen Items übrigens, die sind für mich alle so neu, ne? Also die sind ja, das sind keine neuen Epics so an sich, ne? Aber das Design wurde ja von vielen geändert und es sieht einfach so ungewohnt aus, muss ich sagen. Ja, als ob hier komplett neue Items hier die ganze Zeit am Start wären. Okay, ja, auch hier haben wir nicht allzu viel an krassen Items bekommen. Hier der Gürtel ist heftig, den können wir hier wegmachen. Ja, ansonsten sieht das hier relativ mager aus. Hier die Handschuhe, die haben noch 40k. So, haben wir hier noch eine Waffe irgendwie über 80. Ja, das hier, das wären dann 43k umgerechnet. Macht dann 2 Slots weg. Die Waffe nehmen wir auch noch
Dann haben wir hier direkt 2 Slots mit einmal weggehauen. Ne, dann ja, haben wir mehr Einzel-Items, sag ich mal, die wir noch in die Toilette schmeißen können. So, und dann haben wir das schon mal. Ja, und damit sind wir schon mal für den heutigen Tag hier wieder soweit durch, was die Zerlegungen anbelangt. Ja, jetzt müssen wir den Gürtel noch hochziehen. Ich hätte echt gedacht, ich hätte ihn gestern schon irgendwie, ja, weiß ich nicht, muss ich mich verguckt haben. Ich dachte, uns fehlen hier nur noch die 3 Items. Naja, gut. Gürtel geupgradet. So, jetzt fehlen uns nur noch ein paar, ja, 50.000 Kristalle, damit wir hier noch direkt das nächste Item hochkriegen. Vielleicht, mal gucken, was bringt das Glücksrad jetzt eigentlich so am Doppelkristall-Event. Vielleicht werden wir es nie herausfinden. Okay, was ist das? 4.800? Ja, ist ja gar nichts. Ja, aber was auf jeden Fall was bringt, ist hier, wenn der 5er-Pasch reinkrittet. Ja, das könnte auf jeden Fall was bringen. Hier könnten wir uns auch noch ein paar Epics besorgen, hier beim Würfelspieler mit ein bisschen Glück. Mal gucken. Vielleicht haben wir hier Glück und nehmen noch das eine oder andere Epic mit. Aber ich sage ehrlich, ich glaube, ich würde jetzt lieber die Kristalle haben, damit wir direkt das nächste Item hochziehen können. Ja, aber Epics nehme ich natürlich auch immer sehr, sehr gerne mit. So. Okay, ja, dann haben wir das hier heute nicht weiter geschafft. Jetzt haben wir nur ein Item geschafft hochzuziehen. Ja, ist okay. Also, ne, die sind ja relativ teuer, wenn wir hier jeden Tag jetzt am Wochenende ein Item schaffen hochzuziehen. Dann kommen wir hier auch relativ schnell, würde ich mal sagen, durch. Und ja, jetzt haben wir noch ein paar Epics, die wir noch dann die nächsten Tage gebrauchen können. Oh, hier kriegen wir auch noch ein paar. Okay. Auf easy mal so 12.000 Kristalle hier auch rausgeholt, ja. Ja, morgen ist auch noch ein Tag, zumindest auf meinem Main. Ne, bei euch habt ihr ja noch bis Sonntag Zeit. Und dann können wir hier noch weitere Ressourcen auf jeden Fall rausholen. Ja, schaffe ich das noch? Ganz knapp vielleicht, ne? Also wir kriegen morgen nochmal, ja, wenn wir das so hochrechnen, 15 Zerlegungen haben wir. Und ja, es kommt natürlich immer darauf an, wie gut die Items sind, ne? Aber so 700.000, 750.000 pro Tag rechne ich mal schon, dass wir hier rauskriegen können. Das heißt, morgen kriegen wir noch ein Item zusammen, vielleicht 2. Ja, vielleicht schaffe ich es ganz knapp nicht dieses Wochenende. Muss ich mal gucken. Vielleicht haben wir hier auch ein bisschen Glück bei der Quest, dass wir hier noch ein paar Kristalle kriegen. Allerdings ja, möchte ich hier tatsächlich auch eher Gold haben als die Kristalle. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie viel das bringt, wenn wir jetzt hier die Kristalle annehmen würden, hier im Zwischenfenster. Okay, hier kriegen wir leider auch keinen weiteren Schlüssel. 19.000 Kristalle kriegen wir hier nochmal für die Endbelohnung. Ja, ich muss mal gucken, dass wir hier wirklich die Zwischenboni noch irgendwie mitkriegen, dass wir ein paar Schlüssel bekommen hier. Das ist natürlich auch mal ein bisschen glücksabhängig. So, hier nehmen wir das Gold mit. Oh, jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Okay, jetzt können wir drauf achten. Wir haben die direkt zweimal bekommen. 1900 bekommen wir hier an Kristalle, aber da ist auch eher für mich tatsächlich auch das Gold interessant. Ja, aber durch die Abschlussbelohnung kriegen wir dann doch noch ein paar Kristalle zusammen. Das könnte tatsächlich doch nochmal knapp werden. Ja, vielleicht wird das doch noch was mit der zweiten Verbesserung des heutigen Tages. Dann haben wir natürlich ein bisschen Glück und könnten eventuell unser Equipment auch maxen. Boah, ich sag ehrlich, also nee, das Gold kann ich nicht liegen lassen. Das tut mir zu sehr weh. Ja, wenn ich bedenke, es sind wirklich nur Total Stats mit den Kristallen. Das Gold ist das Nachhaltige, was ich will, und da bin ich nicht bereit dafür, hier das Gold einzutauschen gegen die Kristalle. Ja, also bei aller Liebe, das ist mir dann auch ein bisschen zu happig, sag ich mal. Ne? Da kriegen wir das schon früher oder später auch so zusammen, die Kristalle. Da möchte ich jetzt hier nicht die 40 Millionen Gold liegen lassen. Das ist schon ganz schön, ja, das ist schon ganz schön heftig. Okay, nehmen wir das hier noch mit. So, nochmal die letzte Kiste. Zack, auch nochmal knapp 4.000 Kristalle bekommen. So, können wir direkt Stadtwache reinhauen oder so. Ne? Und ja, was haben wir jetzt insgesamt? Okay, nice. Ja, nice. Da haben wir noch das nächste Item auf 20 bekommen. Haben wir heute doch noch 2 hingekriegt. Das ist doch ganz schön. Ja, 741.000. Ziehen wir das Item hier, würde ich sagen, noch als nächstes hoch. Zack. Und dann fehlen uns tatsächlich nur noch 2 Items. Ja, mal schauen.
ob ich das morgen zusammenkriege, ich glaube nicht. Ein Item werde ich zusammenkriegen, aber nicht zwei. Zwei ist, glaube ich, ein bisschen zu viel. Nichtsdestotrotz sind wir ziemlich nah dran, unser Equipment zu maxen. Und das gefällt mir auf jeden Fall schon mal ganz gut, weil dann habe ich da nämlich auch schon wieder meine Ruhe, ja, und kann mich dann auf weiteres konzentrieren. Wir haben ja noch mehr Ziele vor uns, ja. Die Begleiter müssen auch immer noch equipped werden, beziehungsweise nicht equipped, sondern die brauchen noch die legendären Steine und halt eben die Toilette muss jeden Tag weiter geupgradet werden, aber dann brauche ich wenigstens auch keine Items mehr zerlegen dafür, sondern bewahre die nur noch rein für die Toilette auf. Das heißt, morgen gehen wir auch nochmal ein bisschen rein in die Materie und ja, werden dann auch nochmal ein paar Epics uns besorgen, ein paar Epics zerlegen und dann mal schauen, wie weit wir dann insgesamt jetzt kommen. Aber wir haben schon guten Progress gemacht am Wochenende jetzt. Ich glaube, gestern hatten wir auch schon 2 geupgradet, ja. Oder 1, ich weiß nicht ganz genau. Heute auch nochmal 2. Das sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Ja, das gefällt mir schon mal ganz gut. Und den Total Stats freut es natürlich auch. Bis dahin soll es das soweit von mir gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.